Jetzt kann ich euch guten Morgen sagen, nachdem ich 1,5 Stunden noch gefahren bin von meiner letzten Position aus. Jetzt haben wir es 2:12 Uhr und haben 168.000 und ein paar zerquetschte weg. Bin ich angekommen an dem Mampf-Tempel Region 42. Meine ehemaligen lieben Kollegen wissen, unsere Sachsen, was Mampf-Tempel für mich bedeutet. Ein sehr leckerer Imbiss, an dem ich schon zweimal angehalten habe. Auf der Fahrt damals nach Buratien hin, auf der Fahrt von Buratien zurück nach Baschkortostan. Da habe ich mir so gedacht, wenn ich nicht mehr schlafen kann, scheißegal. Fahr ein Stück, fahr nach Mariinsk zum Mampf-Tempel, stell dich dahin. Und wenn ich dann nach einem weiteren Schläfchen die Augen aufmache, dann gibt's leckeres Frühstück. Und jetzt kommt Tesla zu mir schmusen und ich mache noch 3-4 Stunden ein Schläfchen. Bis später. So, machen wir mal ein kurzes Beweisvideo. Fenja sitzt auf mir. Schmusezeit. Ich habe mir's bequem gemacht, die Beine lang gestreckt, quer im Auto. Mr. Odin sitzt auf der Werkzeugkiste. Mr. Thor ist hier unten. Ich hoffe, man kann es sehen. Er ist fressen. Da unten ist es Fressen, das Wasser. Auch nicht aufs Klo jetzt bitte, ich will schlafen. Ah. Also die laufen alle frei rum. Quatsch, dass die eingesperrt sind. Die sind doch ganz diszipliniert während der Fahrt. Braucht sich niemand aufregen. Ja, Fenja muss wieder rumschnuffeln an mir. Das macht jetzt halt Katzenkind, Alter. Die haben wir als ganz kleines Mini-Kätzchen, kleiner als die Hand, aus dem Müll gefischt. Und ich habe es mit der Hand groß gezogen. Ja, und Tesla ist da oben. Die Geschichte kennt ihr ja aus den alten Videos. Kann man Tesla erkennen da hinten? Der schläft immer auf meinem Bett. Da hinten ist er. So, Beweis angetreten, Katzen sind frei im Auto. 4. Tag meiner Reise, Vormittag 11 Uhr. Es gibt leider nicht viel zu sehen für euch. Nur gerade Straßen, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, warm. Trotz klirrender Kälte, mein Thermometer zeigt mir gerade aktuell minus 42 Grad an. Schnee, alles weiß, sauber, fantastische Luft, wenn man aussteigt. Aber das ist alles. Es ist seit Stunden langweilig, nichts passiert, nichts ist los, nichts Neues, immer nur unendliche, weite, sibirische Straßen. Die einzige Abwechslung, die ich hatte, war eine Tankstelle. Ja, und jetzt habe ich noch so 500, 600 Kilometer Pi mal Daumen vor mir. Immer diese Straße geradeaus mit ab und zu mal vielleicht einer leichten Kurve nach rechts oder links. Aber ansonsten wird nicht mehr viel passieren, bis ich am Ziel ankomme. Deswegen nichts Neues. Bis später. Eine Abschlussinfo. 168.910 ist das Ende der Reise gewesen. Moin, moin allerseits. Ich bin in einem Häusl angekommen. Es ist noch genau so in dem Zustand, wie wir es gekauft haben. Naja gut, nur dass unsere Koffer da hinten schon liegen. Ich zeig's euch dann genauer, weil ich sitze jetzt erstmal am Ofen und werbe die Füße. Der Ofen ist gerade richtig schön angefeuert. Ja, da sieht er mich im Spiegel in der Tür. Ja, jetzt ist erstmal Auto ausräumen und hier drin allgemein klar Schiff machen. Laptop steht schon da für die Videos zum Hochladen dann. Später mache ich euch ein genaueres Video von allem. Jetzt muss ich mir erstmal die Füße aufwärmen und mich selber aufwärmen, weil es war doch etwas kühl geworden. Ja, meine Kätzchen fangen schon fleißig Mäuse, hier war schon Action. Das riecht nach Maus, der Sack, da ist ein Sack mit Kohle.
Ich habe Kohle geliefert bekommen. Knappe 3 Tonnen für 15.000 Rubel. Das passt schon, damit wir hier heizen können. Und ja, die zwei, Thor und Tesla, sitzen mir auf die Beine jetzt. Wir wärmen uns erstmal alle durch. Das dauert erstmal eine Weile. Oh, es ist arschkalt, Leute. Das Haus stand leer halt und das dauert jetzt wahrscheinlich erfahrungsgemäß 1,5 bis 2 Tage, bis das Haus durchgewärmt ist. Und ich werde wahrscheinlich 2 bis 3 Säcke Kohle durch den Ofen jagen, bis alles warm ist. Oh, ein kleiner Mini-Rundgang für euch. Das Haus ist, wie gesagt, in dem Zustand, wie wir es gekauft haben. Deshalb wundert euch nicht, dass es hier ein bisschen chaotisch aussieht. So, das ist unser zentraler Ofen. Der wird gerade richtig durchgeheizt. Das wird eine ganze Weile dauern. Meine Kätzchen lieben es. Die sitzen schon daneben. So, hier habe ich geschlafen die Nacht. Der Ofen wärmt praktisch auch hier das Zimmer. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen renovieren werden wir auf alle Fälle. Elektrik mache ich komplett neu. Das steht fest. Eine Wärmedämmung noch an die Decke machen. Andere Gardinen kommen hier dran. Der Kühlschrank kommt in die Küche, wo er hingehört, dass hier mehr Platz ist. Aua. Ja, das ist der Händewaschplatz. Fliesenwasser gibt es hier nicht. Das geht man an der Quelle holen. Ja, das Auto habe ich ausgeräumt gestern. Das war das Einzige. Das Auto ausgeräumt und dann nur noch ins Bett gefallen. Ofen angefeuert. Hilfe gehabt von guten Bekannten hier. Was das für ein Zimmer ist, weiß ich nicht. Ich habe nur unsere Koffer hier abgestellt und fertig. Das Schöne ist, der Ofen heizt alle 3 Zimmer. Der ist auch schön warm hier. Wir müssen uns noch überlegen, was wir aus den Zimmern machen, wofür man, wer hier wo welches Zimmer bekommt. Ich habe bloß gestern schnell alles nur reingetragen, irgendwo hin, wo Platz war und fertig. Und hier ist noch so ein Mini-Zimmer. Das wird wahrscheinlich Kinderzimmer für die 2 Hooligans. Aber der Glasschrank muss dann raus hier. Den Glasschrank bei meinen beiden Hooligans, den 4-Jährigen, das geht nicht. Ja, es gibt gleich Frühstück. Es gab gerade Beschwerde von Mr. Tesla, wir wollen frühstücken. Ja, machen wir gleich. So. Ich hoffe, ich habe eure Neugierde befriedigt. Mehr gibt's nicht zu sehen. Ein ganz einfaches, rustikales russisches Häuschen. Naja, und die Elektrik halt. Die ist sehr speziell. Alles nur zweipolig, Aluminium. Das sage ich euch, das fliegt instant raus. Hier wird neue Kanalinstallation gemacht mit 3x2,5 für Steckdosen und 3x1,5 fürs Licht. Weil das geht gar nicht, was die hier installiert haben. Das ist... nee, da kriege ich Zustände. Wer hat hier rumgetobt von den Katzen? Das lag doch gestern noch. Katzenbande. Was soll das? Ach, da liegt eine Maus. So, hier, guckt euch an. Aluminiumdraht. Asbach uralt. 2 Sicherungen, 16 Ampere. Und so ein kleiner niedlicher Stromzähler. Nee, das akzeptiere ich nicht. Das wird neu gemacht. Das wird meine erste Aufgabe sein. Ich werde die nächsten 2 Tage ausrechnen, wie viel brauche ich. Wie viel, wo. Muss ich noch herausfinden, wo die Kabel liegen. Hier drunter liegen sie nicht. Wo das Hauptkabel ankommt. Mal gucken, ob ich das irgendwie herausfinde, wo das Hauptkabel ins Haus kommt. Das ist halt eigentlich meine erste Aufgabe noch, nachdem ich Kohle geschaufelt habe. Das kann ich euch draußen auch noch zeigen dann. Aber erstmal aufwärmen. Bis später. Guten Morgen allerseits. Heute geht mir es wieder besser. Nachdem ich lange geschlafen habe. Das Haus ist schön durchgewärmt. Der 2. Tag nun auf dem Dorf, das sind Nachbargrundstücken. Leider kann man durch diesen Kältenebel, der hier ist, es ist wie Kältenebel, das ist nichts anderes, das ist kein Smog, kein nix. Die Sonne scheint fantastisch. Ich habe jetzt kein Thermometer zur Hand, aber gefühlte minus 35. Lada ruht sich aus, ausgeräumt.
Das hier hinten im Blick sind alles alte Schuppen. Hier sind ganz viele alte Schuppen, 7 oder 8 Stück. Die werde ich alle abreißen. Und das ist unser Häusel. Natürlich wird es von außen in eine Schönheits-OP bekommen. Das, was die an die Wand gemacht haben, das kommt alles ab. Da kommt hinterlüftete Dämmung dran und eine Verkleidung. Genauso oben am Dach. Die alte Antenne kommt auch weg, die benutzen wir nicht. Der Zaun geht noch dieses Jahr. Nächstes Jahr muss er neu gemacht werden, einmal rundherum. Hier ist so ein kleiner Vorgarten. Was das mal war, weiß ich nicht. Ich kann leider immer noch kleine Videoschnipsel machen. Größere kann ich nicht mehr hochladen. Deswegen nochmal neu. Da hinten kann man sehen, ist unsere Wasserstelle zum Wasserpumpen. So, und jetzt gehen wir mal noch ein Stück weiter. Ihr hört, der Schnee knirscht ohne Ende. Es ist knackekalt. Das ist mein Kohlebunker. Leider konnte der LKW, der angeliefert hat, das verriegelt, das hier nicht reinschütten. Normalerweise wird das reingeschüttet, weil der LKW war größer als normal. Die alte Frau hat immer das mit im Buchanka geliefert bekommen. Eine halbe Tonne. Ich habe aber 3 Tonnen geliefert bekommen. Deswegen liegen die im Hof. Kommen wir später noch drauf zurück. Das alles hier ist unser Grundstück. All diese ganzen alten Schuppen, das sind 7 oder 8 Stück. Und eine alte Banja, die Banja ist kaputt. Das werde ich alles abreißen. Und hier ist weiter unser Grundstück bis da hinten zum Zaun, wo das Holz, da hinten liegt der Holzstapel. Ja, der Zaun hier ist auch bedürftig. So, ich werde so viel wie möglich altes Holz sammeln. Die Bretter gehen noch. Was gut zu verwenden ist, wird über die Kreissäge gezogen, formiert, einheitlich. Dann besorge ich mir solche Balken neu. Dann geht es einmal rundrum, oder Eisenbahnschwellen gibt es ja sehr billig zu kaufen, gebrauchte, gute. Das ist die erste Arbeit im Frühjahr. Rundrum einmal den Zaun. Aber der erste Schritt ist, alle alten Holzgebäude hier komplett abreißen. Hier ist viel Feuerholz für uns. Das gibt für 1,5 bis 2 Jahre Feuerholz. Ja, das ist Nachbargrundstücke. Entschuldigung. Hier sind viele Nachbargrundstücke frei. Extrem viel. Hier steht viel brach. Deswegen freuen die Leute sich, dass eine neue Familie ins Dorf gekommen ist. So, jetzt muss ich weitermachen mit Kohle. Noch ganz kurz. Das scheint mal eine Hundehütte gewesen zu sein. Und was das hier war, weiß ich nicht. Hat mir niemand gesagt. Abreißen, Loch verfüllen. Oder ich mache die Garage hier. Eine Montagegruppe. Mal schauen. Wir gehen noch mal ein Stückchen ums Häusl rum für euch. Speziell, damit ihr eure Neugierde befriedigen könnt. Das ist so eine Art Vorgarten hier. Natürlich liegt da noch viel Zeug rum. Ziegelsteine, Holz, alles Mögliche. Hier ist noch ein Drahtgespann für die Wäsche. Das ist irgendwas, so eine Art Apfelbaum, aber wild gewachsen. Da oben ist unser Stromzähler. So, was das hier für eine Sache ist, weiß ich nicht. Das schaut mir aus wie alte Holzplatten oder USB-Platten oder was immer das sein soll. Oder Kompositplatten. Das kommt im Frühjahr auch alles ab. 100%ig. Und dann schauen wir mal weiter. Eine Ergänzung, bevor Fragen kommen. Also knappe 3 Tonnen mit Lieferung. 14.500 Rubel, habe mal geschaut, was ich verwiesen habe. Das ist eine sehr, sehr schwarze Kohle. Ich vermute schon fast wie Steinkohle. Also das Haus wird extrem warm. Die brennt relativ schnell an, ist relativ gut. Die Asche ist so weißlich-grau und ein bisschen Schlacke. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne nur Braunkohle aus DDR-Zeiten, das sehe ich zum ersten Mal. Vielleicht habe ich eine Ahnung davon. Und jetzt die Schubkarre, warum? Das muss da rein. Und ich kann alles nur mit der Hand aufladen. Ich habe es versucht zu schaufeln, funktioniert nicht. Und ich will auch den Schnee weg haben, also alles Handarbeit, Schubkarre voll und dann da reinbringen. So, in 15.000 Rubel, Pi mal Daumen, sind 5.000 pro Tonne. Sind 500, sind
50 Euro pro Tonne Kohle. Ich weiß nicht, was es bei euch kostet. Also ich fand den Preis mit Lieferung sehr human. Teslas Lieblingsplatz. Ja, Räuberchen. Der hat sein Plätzchen gefunden. Na da. Ich muss Pause machen. Es ist zu kalt draußen. Mit den heißen Kaffee. Ja, und was habe ich gemacht? Die Schränke sind jetzt komplett leer. Die werden morgen sauber gemacht. Und dann muss ich mir einen Kopf machen, wie ich ja die Möbel neu anordne. Ja, und hier habe ich alte Tapetenreste gefunden. Mal sehen, ob wir es noch brauchen. Was meine Frau sagt. Ansonsten gibt es nichts Neues. Ja, Mr. Odin. Ja, es war viel Arbeit. Alles ausräumen, alle Schränke ausräumen. Die sind auch leer. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, was ich gefunden habe. Das soll sich meine Frau anschauen. Das ist deren Sache. Und die Tassen da unten. Das ist deren Aufgabe. Aber der Rest ist so gut wie leer. War alles noch voll. Die Familie will nichts haben. Also, wenn der Hänger hier ist, habe ich eine Fahrt zur Müllhalde. So, hallo alle miteinander. Ganz speziell für unsere Zuschauer und für alle, die mir nette und liebe Kommentare geschrieben haben. Vielen herzlichen Dank. Ich kann nicht jeden Kommentar einzeln beantworten. Nehmt mir es nicht übel, ich habe hier viel zu tun. Deshalb Daumen hoch, vielen Dank. Wir sind gut angekommen. Von der Ankunftszeit bis jetzt aktuell habe ich mal geschaut. Ich habe fast 20 Stunden geschlafen. Nicht am Stück, aber ich musste zwischendurch immer wieder aufstehen, Feuer machen, Ofen bestücken mit Kohle, dass es warm wird. Wir haben insgesamt nun fast 2 Tage gebraucht, das Haus komplett durchzuwärmen. Aber jetzt ist es angenehm warm. Jetzt kann man drinnen im T-Shirt rumlaufen. Ich gehe gleich wieder raus, meine Kaffeezeit ist vorbei, deswegen bin ich schon angezogen. Also an alle, die mir die Kommentare geschrieben haben, respektvoll und ordentliche, vielen Dank euch. Ich habe mich sehr gefreut. Was gibt's Neues? Ich war heute bei Lada im Service Center. Uns heißt das Ding Kislarotny Datschick Sauerstoffsensor von der Firma mit roter Schrift mit weiß und blau. Original. Made in Germany. Robert Bosch GmbH. Toll. Wie das sein kann, wundert mich. Auf alle Fälle ist der gewechselt. Den hatte es mir auf den letzten 500 Kilometern restlos zernischelt, nachdem ich gezwungenermaßen an einer Billigtankstelle 92 Oktan Benzin getankt hatte. Ich habe sofort gemerkt, der Motor läuft unruhig. Es hat meinem Lader überhaupt nicht geschmeckt, wie ein saures Bier. Und den Fehler konnte ich nicht mehr resetten, deswegen heute in der Werkstatt gewechselt. Das Teil hat mich gekostet 2000 und paar zerquetschte und Kopeken. 20 Euro. In etwa. So, Scheinwerfer haben wir auch gleich beide neu gemacht. Und jetzt gehen wir noch mal in den Innenraum. Da liegen sie. Der linke war dann zum Schluss ein Volltreffer eines Steinschlages zernischelt. Und der rechte hat schon einen Sprung. Also haben wir beide heute ausgetauscht. Was war? Einer hat mich gekostet 486 Rubel. 6 Euro vielleicht. Wir haben momentan einen Wechselkurs 1:90 in etwa. Also 6 Euro ein Scheinwerfer komplett. Plus der Sauerstoffsensor 20 Euro. Das passt schon. Also ich bin echt zufrieden. Ja Leute, das Hauptproblem war auf den letzten 500 Kilometern. Ich hatte keine gute Tankstelle mehr gefunden. Ich musste irgendwo den Billigfusel tanken. Und danach sofort nach ein paar Kilometern fing er an unruhig zu laufen. Der hat sich geschüttelt und gehustet. Hinten raus ein paar Mal Fehlzündung gehabt. Und da wusste ich schon, verdammter Mist, die Brühe taugt überhaupt nichts. Und so war es auch. Den Fehler von dem Sauerstoffsensor konnte ich nicht mehr rücksetzen. Der war dauerhaft, der ging nicht mehr weg. Den Sensor hat es dort regelrecht zernischelt. Und der, wie heißt dieser andere, dieser Detonationssensor, der hat einen übelsten Wackelkontakt in den Steckkontakten. Der Sensor ist in Ordnung, haben wir getestet, aber die Steckkontakte am Sensor direkt haben einen Wackler.
Das heißt, wir müssen den auch wechseln, aber hatten sie nicht da heute, ist aber kein Problem, der ist bestellt, der kommt in 3 Tagen. Das heißt, in 3 Tagen nochmal kurz anhalten in der Werkstatt und austauschen. Dann ist alles in Ordnung. Die Haupt-Bosch-Elektronik funktioniert auch wieder nach einem großen Kernreset. Und der Lader bekommt vorne so einen Schutz dran. Ich war schon jetzt in einem Geschäft gucken, ob es da was Vernünftiges gibt. Ich will so einen schönen schwarzen aus Filz oder Kunstleder haben, einen vernünftigen, dass der Grill vorne komplett zu ist. Sonst bringt das nichts. Ja, und morgen ist große Fahrt für mich in die Stadt. Sind ganz paar Kilometer hin und zurück, vielleicht so knappe 800, 820 vielleicht hin und zurück. Hin ist ein Katzensprung, aber zurück mit Hänger wird schon eine ordentliche Tortur werden, weil es bergauf, bergab geht. Wenn ich Lust habe, kann ich euch morgen mitnehmen auf die Reise ein bisschen. Mal schauen, ob das klappt. Und die letzten Tage hatte ich dann wirklich keine Lust mehr und auf die letzten Kilometer habe ich keine Lust mehr gehabt, Video zu machen. Nehmt mir es nicht übel. Ich war einfach komplett kaputt. Zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen und einfach keine Kraft mehr, keine Lust mehr zu nichts mehr. Ich wollte nur noch fahren nach Hause und ab ins Bett. Kann man vielleicht verstehen. Bis zum nächsten Videoschnipsel. Noch was vergessen. Und zwar, ich muss euch was erzählen, was erklären, damit ihr es versteht. Nun, ich bin ein eigensinniger Bär. Das wissen viele. Stur. Und wenn ich was will, geradeaus. Was ich will, bekomme ich. Egal wie. Ob ich Türen eintreten muss, ob ich Berge überwinden muss. Ich mache mein Ding. Ich habe aber auch meine ganz privaten, persönlichen Grenzen. Und werden diese überschritten, werde ich auch mal ganz schnell richtig stinksauer. Und dann sollten diejenigen mir weiträumig aus dem Weg gehen. Nur so vorneweg. Bevor ich das sage, was ich sagen will, muss ich euch etwas erklären, erzählen. Es hat sich zugetragen vor längerer Zeit, als wir noch in der Respublika Buryatia gewohnt haben. Als eines Tages mir die Nachbarn erzählt haben, hier sind Deutsche im Dorf, die suchen dich. Mit einem riesigen, fetten Wohnwagen. Dachte ich mir schon, ich habe niemanden eingeladen. Ich habe mit niemandem gesprochen, dass ich Besuch erwarte. Ich habe nichts geplant. Das war gerade die Zeit, wo ich auf Dienstreise sollte, in den Außenbereich. Die Woche später. Die waren am Freitagnachmittag waren die angekommen. Zum Glück war meine Frau auf Arbeit, hat davon nichts mitbekommen. Auf einmal standen die bei mir im Hof. So, auf die Tour. Ich sag mal jetzt falsche Namen. Wir sind Klaus und Bärbel. Wir sind jetzt hier, wir wollten dich mal besuchen kommen. Mach doch mal für uns 2 Wochen frei, bitte. Wir bezahlen doch, ist kein Thema. Wedelt mit einem dicken Portemonnaie um sich. Stand bei mir schon mitten im Hof. Leute, mir ging am Tasche das Messer auf. Keine Ankündigung, kein Telefonat, nichts. Keine Frage, passt dir das, geht das, ist das alles möglich? Und dann so auf die Tour, zeig uns doch mal dein Häusel von innen alles. Wir wollen mal alles anschauen. Wie lebst du hier, was machst du, bla 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 bla. Leute, ich musste mich so am Riemen reißen, ruhig zu bleiben, dass ich nicht beide gleich achtkant vom Hof gejagt hätte. Weil das geht gar nicht. Ich habe meine privaten Grenzen. Und da gibt es absolut nichts, die zu überschreiten. Und in Russland bei irgendjemand Fremden einfach ins Hofgrundstück reinfahren. Unsere russischen Mitbürger kennen das. Это нельзя. Was dann passiert ist. Ich habe mit den beiden eine halbe Stunde höflich und freundlich gesprochen und die dann gebeten, von dannen zu ziehen. Ich werde nicht frei machen. Weil sie hätten lieb und gerne bei Juri sich die Telefonnummer geben lassen können. Sie hätten mich anrufen können, sie hätten mir WhatsApp-Nachrichten schreiben können, sie hätten mir Telegramm schreiben können. Wir hätten alles organisieren können, alles in Ruhe, alles ordentlich durchplanen. Weil das Problem war, dass ich genau die Woche darauf, am Montag, auf Dienstreise bin für 2 Wochen. Da gibt es auch ein Video hier, wo wir auf Außendienst waren. Und die Arbeit absagen für 2 möchte gern Leute, die ein dickes Portemonnaie haben. Nein. Ich sag's euch so, wie es ist. Geld geht mir am Arsch vorbei. Solange ich das habe, was ich zum Leben brauche, ist mir das alles egal.
Ich will glücklich sein und zufrieden und meine Ruhe haben. Deswegen bin ich so weit weg von der Zivilisation. Ich will einfach mit meiner Familie meine Ruhe haben, die freie Zeit genießen, mich um die Kleinen kümmern, um die täglichen Aufgaben und abends auch mal irgendwo in der Natur einfach nur abhängen, ausruhen, Seele baumeln lassen. Und dann brauche ich keinen spontanen Besuch, der mit dem dicken Portemonnaie um sich wedelt und mir so komisch kommt von wegen, mach doch mal und lass uns mal in dein Haus rein. Und deswegen, Leute, bitte habt großes Verständnis. Es wird kein Videoschnipsel mehr geben. Kein einziges. Wo auch nur der kleinste Hinweis zu sehen sein wird, in welcher Gegend, in welchem Dorf ich lebe. Wer mich besuchen möchte, wer mit mir Kontakt möchte, der kann sehr gerne jederzeit bei Juri meine Telefonnummer erfragen, die Kontaktdaten. Er wird's euch geben, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der breiten Masse. Ja, und ich hatte auch schon Anfragen von Fernsehteams. Muss ich echt sagen, Leute, keine Chance. Europäische Fernsehteams, egal welches. Lasst mich in Ruhe. Okay? Bis zum nächsten Videoclip.